The Gothic sector is beginning to turn away from the Emperor's light. Treachery, sedition, and heresy have broken out like a plague upon our worlds. Admiral Spire, your new rank entitles you to command a small war fleet of Imperial Navy ships. It is your task to ensure the citizens of the Imperium remain safe and loyal. So, Imperialsoldaten, die sich gegen den Imperator auflehnen, werden versuchen, das System abzunehmen. Die Verräter sind zwar nicht Teil einer Bedrohung, doch an sich verlorene Planeten bringen dann noch ihr Systemtyp Abzug für sich mit. In jeder Runde besteht die Chance, dass manche Welten ihnen von der Fahne gehen. Das ist nicht so nett. Gut. Also, wir haben jetzt hier den Gothic-Sektor. Podmore ist unser... Moment, was? Welten verloren 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Okay. Eine Frage des Glaubens. Bla. Bla, bla, bla. Ruhm ist 139. Das ist Optionsmenü. Ja, ich würde sagen, unsere nächste Mission ist in Acre. Auf Acre, wie auch immer. Your first assignment is to put an end to the unrest and rebellion threatening a nearby system. Aufklärungsdateien. Legen Sie einen Hinterhalt für ein Verräterschiff. Die feindliche Flotte besteht aus imperialen Schiffen. Das ist schlecht. Also eigentlich gut, weil... es ist schlecht, weil es Verräter sind, aber es ist gut, weil ich zumindest ungefähr weiß, was dann auf uns zukommt. So. Belohnung. Im Falle eines Sieges 50 Ruhm, im Falle einer Niederlage 25 Ruhm, 30% der Kosten der vernichteten Schiffe und 15% Kosten der schwer beschädigten Feindschiffe. Aha. Weil die werden auch versuchen, wie wir es gerade gemacht haben, zu flüchten. Was wir natürlich nicht zulassen werden im Idealfall, aber... This interface helps you prepare your fleet for the next mission. At the head of every fleet is the flagship. You must select one of your vessels as the flagship for each assignment. Choose your Dauntless Light Cruiser as the flagship for this first operation. Ja, also Dauntless, die Son of Eternity, die wir im letzten Kampf schon gesteuert haben. You have another captain assigned to your command. This captain commands a Dauntless Light Cruiser and will assist you for the duration of the mission. Add his ship to your fleet. Smaller ships of the escort class can provide fire support or scout for the enemy. The Firestorm frigates are a good choice for this assignment. Wenn ihr meint, wenn du meinst. Ich vertraue meinem Brat einfach Once mal. your fleet is prepared to engage the enemy, you should set course for the target system at once. Ja, Flottenpunkte sind ausgeschöpft. Wir könnten jetzt noch Schiffe mitnehmen, theoretisch, aber wir kriegen sie nicht mehr in unsere Flotte rein, weil wir haben ein Flottenpunkt-Maximum. Wenn wir das jetzt unterschreiten würden, dann hätten wir ein Bonus-Ruhmpunkt-Konto, was wir sozusagen dann abfrühstücken könnten. Also wenn wir weniger Schiffe brauchen, um die Gegner zu töten, dann würden wir Bonus-Ruhmpunkte bekommen. Ja, gut. Würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze mal an. Admiral, the fleet has reached the last known position of the heretic ships. Their sedition must not stand. How shall we deploy our flagship? Ja, gute Frage, nicht? Ich würde fast sagen, wir packen unser... Okay, Vorschläge werden schon gemacht. Now you must select how you wish to deploy remaining ships of the line. Ja, also wir können, wie es bei vielen Strategiespielen ja ist, am Anfang uns aussuchen, wo unsere Flotte jetzt platziert werden soll. Die werden ja nicht während der Mission gebaut, die bekommen wir ja sozusagen dann zwischen den Missionen nach und nach gebaut. So, Anfangsbereich, bla bla, oben links auf dem Bildschirm, Ausrüstung der Schiffe. Wir können sie also auch... Now that your cruisers are deployed, Okay. you must next determine where to place the Firestorm escort vessels. Ja, Firestorm wird offensichtlich da platziert. Your new Ja. promotion has placed you in command of the entire fleet, Admiral. That means you can order your captains to adopt engagement modes during the battle. These engagement modes define how your captains act in battle. You can change the engagement modes at any time. Admiral, the Firestorm escort ships have powerful prow weapons. I would advise setting these ships to a frontal attack. A good understanding of each ship's weapons is the best way to know which engagement mode to use. Das wird wahrscheinlich das The Hauptproblem sein, weil macro ich cannons nicht on our weiß... ships are most effective when fired at short range. Hey.
Now that we've deployed the fleet, it is time to root out these rebellious traitors. Dauntless? Okay, das ist moderner als unser Schiff, das ist schlecht. Wir kriegen es wahrscheinlich weggenommen. Aber wir haben es ja gerade gesagt, diese Doppelturm-Makrotürme sind im Idealfall auf kurze Reichweite einzusetzen. Dann machen wir das einfach mal. Ist zwar jetzt die Endreichweite, aber ja. All ships coordinate your movements. We will advance as one group at the same speed. We will set course for a gas cloud and use it to ambush the rebel ships. Once our ships enter the gas cloud, it should mask our fleet's emissions. So, Sie können mehrere Schiffe auswählen, indem Sie die gedrückte, haben wir ja schon gerade gemacht, ja. So, Gruppenauswahl anpassen. Sie können, Steuerung-Taste, ja. Bringen Sie Steuerung 1 und 2. Um eine Code zuzuteilen. Steuerung 1. So. Gut, wir sollen uns eine Gascloud suchen. Eine Gascloud. So viel gibt es mehrere. Ich denke fast, wir nehmen direkt hier. Nehmen wir die hier? Ja, okay, wir sollen die hier nehmen. Okay. Changing course! Blub. Schauen wir uns mal unsere Dauntless an, unsere Ursprungs-Dauntless, wobei die mal öfter machen. Die Ship ready! 2. Nee, nicht. Course plotted! Mit Fliegen. Ich hab Ship ready! dahin. So. Du kannst ja mal Highspeed Engines to maximum! Highspeed. So, damit es hier nicht hinterher At your command! gurkt, das Schiffchen. Und den Rest lassen wir mal lieber, weil... So, Cruising speed set. umschalten, weil du jetzt ja wieder aufgeholt hast. Wir sollten das vor allem auch ein bisschen Awaiting aufheben, weil wir orders. nicht wissen, wie schnell der Feind ist und wenn der vielleicht versucht, vor uns wegzufliegen, dann brauchen wir das vielleicht noch. Your orders? Dementsprechend, ja, Yes, Admiral! nachladen. Nachladen? The gas cloud conceals our fleet, sir. We're invisible to the enemy ships. So, Excellent. The trap is set. Now we wait for our prey. Sir, I've detected an enemy vessel. Shall I engage? Wait until you have identified your target, Captain. I have a probe ready to launch, Admiral. That ought to tell us what we're looking at. Very well, Captain. Launch the probe. so. Ship ready! Bla. Also Schiffe lassen mehrere Art und Weisen vom Feind verbergen, verstecken sich in der Gasfolge bei einem Asteroidenfeld oder befehlen sie am Schiff Schleichfahrt und lang. Aha, Schleichfahrt gibt es auch. Das ist, glaube ich, das Ausrufezeichen hier. So. Und wir können eine Augurensonde schicken. Choose where you want the probe to go. The probe will identify any nearby signals. So, Schiffsidentifikation. Weit entfernte Schiffe werden als Punktaufstellung vor Schiff festgestellt, die ihre Position angeben, jedoch weder Größe noch selbst Spezifikation noch Typ. Setzen die Fähigkeit durch Kurzstreckensensoren ihrer Schiffe eine Bedrohung auf den Grund zu gehen. Bla. Manöver Retros zünden. Mit Retros zünden können sie am Schiff Befehl zum Stoppen geben. Wahrscheinlich das hier. Ja, Retros zünden. Okay. Gut. Your Kannst du orders! noch ein bisschen rüberfliegen und du fliegst ein bisschen da und du bleibst stehen. Blub. So. Und diese. Ach, guck mal gleich auf. Kogitatoren verschichten erstmal. Ich meine, rein theoretisch, wenn da so eine Sonde geflogen kommt, müssten wir das da eigentlich mitkriegen, oder? Rein theoretisch. Hm? Nein? Nicht? Vielleicht? Macht er wahrscheinlich gleich Ping. All readings are confirmed. That ship belongs to the traitorous rebels. Now that we have identified the ship, our weapons cogitators can automatically target the enemy vessel. All ships, attack the enemy vessel. Ich würde es gerne ein bisschen näher kommen lassen, oder? Ich meine, je näher der kommt, desto später kann er reagieren, weil dann kann man ja sagen, okay, der fliegt genau auf die Wolke zu, also komm mal ein bisschen näher, mein Bester. Ja komm, ja fein. So. Und ich würde sagen, ich würde also den eigentlich weg. 3K. Ist das 3K? 6K? 12K? 80K? At your command! Ich würde sagen, We are Angriff. the Imperial Navy! Du sollst vielleicht nicht erst ausfliegen, weil du bist angreifbar, du bist kaputtbar und so weiter. Awaiting orders. Fliegst du mit? Hallo. Piu. So, Admiral Spire, did Ravensburg send you to bring us to heel? There are other powers in the galaxy besides the Imperial, Admiral. They can reward you for your skill and your devotion. Ship ready! Feuer. Sowas.
Lock on target. Awaiting orders. Ja, ich habe ja gedacht, dass Setting der course. unser kleines Schiffchen angreifen wird. Also flüchten wir mal mit dem Ding. Yes, Admiral. Es muss ja nicht The zwangsläufig enemy's schon. void shields are down. Sir, I suggest that we concentrate fire on their plasma generator. Machen wir das. Targeting the plasma generator drains the ship's power. They'll have difficulty using their warp engines. Okay, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Hätte ich vielleicht in meinen Gefechten auch schon Your mal orders. wissen müssen. So. Helm coordinates Critical acknowledged. damage to the enemy ship, sir. Their void shield capacitors are destroyed. Können wir ja mal die Waffen jetzt zerstören, was? Was ist das Ding? Waffen ausschalten. Resuming normal functions. Ship ready. Ei. Weg. All ahead full. Ich möchte das Schiff nicht mehr verlieren. Underway. Ich meine, ich weiß nicht, was das kostet, aber muss ja nicht. Orders received. So. Ja, Schießbluff geht. So. Was soll das denn? Yes, Also ihr Admiral. merkt schon, mir fehlt noch ein bisschen der Überblick hier in dem Spiel, aber Engines to maximum. du fliegst mal schön. Engines hot. Wir haben eine Waffe. Cruising speed set. So. At your command. Also, das Ding haut ganz schön rein hier. Hat aber auch ein bisschen mehr Lebenspunkte als wir, wie wir sehen können. Also, das ist gar nicht mal Awaiting so einfach. orders. Ich werde rein darum. Cruising speed set. So, was haben wir denn noch Schönes? Festhalten. Schlagen. Nö. Nachladen. Können ja mal Torpedos einsetzen eigentlich. Bescheuert. Torpedos und Feuer. Course plotted. Du fliegst mal mit, dass du die Understood. abkriegst. Und wir verfehlen natürlich optimal. Course plotted. Fliegst schwer da oben rum. At your Bewegst command. auch mal ein bisschen, dass du besser triffst. For the Emperor. So. Und wir könnten jetzt auch befehlen, dass wir unser Schiff reparieren. Initiate emergency Das repairs. machen wir einfach mal. Und du Ship könntest das ready. theoretisch auch, aber du würdest dann stehen bleiben und das nur langsamer werden. Das Ship wollen wir ja nicht. ready. Beweg dich mal ein gutes. Orders received. Oder ist dein Antrieb beschädigt? Ich glaube, dein Antrieb ist beschädigt, oder? Your orders. Und die Torpedos fliegen noch hier rum. Changing course. Lalalala. So, was macht der eigentlich? Der hat irgendwie einen Auftrag hier. Oder? Bum, 520. Rumpf. Was ist das? Okay. Was ist das? Rotation. Yes, Admiral. Was machst du eigentlich hin? Stehst du immer noch rum? Changing course. Ich hab dir mir vorhin ziemlich viel angegeben zu halten. For the Emperor. So, okay. Orders Du received. fliegst mal, oh wait, fliegst mal da lang. High Speed. Ich möchte Underway. nicht verlieren, mein Schiffchen. Understood. Kann ich hinfliegen? Blub. So, also Engines die hot. haben auch Spezialfähigkeiten und wie ihr sehen könnt, die nutzen die auch. At your endlich mal. command. All Machst ahead jetzt mal full. Highspeed hier und fliegst mal ein bisschen weiter. Ship ready. So, sind wir schneller als der? Ich glaube es. Also er mag auf jeden Fall unseren Your kleinen orders. Begleitkreuzer nicht oder unsere Fregatte hier. Ist mir aber egal. Ich mag dich auch nicht. 10.000, Stürme 10 von 12. Yes, Hier Admiral. ist 8 von 9. Das ist nicht so wild. Cruising speed 9 set. auch. Awaiting orders. Mach mal ein bisschen Highspeed hier. So, Setting course. du fliegst mal schön hier hinter und ja, schön, dass der sich so auf den Your orders. relativ leicht flüchtenden Fregatte sich sozusagen konzentriert. Wir haben wieder einen Turm zerstört. Sehr schön, sehr schön. Das brennt ein bisschen. Admiral, this is a battle we cannot win. I'm taking my ship out of this mess. Was? Admiral, he is activating his warp engines and preparing to disengage from the battlefield. This cowardice cannot be tolerated. Admiral, we must put an end to this pitiful display and make an example of this craven fool. This Admiral was our last Spire, chance, this is Lieutenant Captain. Pratt. We've executed the captain and taken back control of the ship.
Well done, Krath. You've been promoted to captain. Follow my orders and we'll get through this. As you command, Admiral. Ja, das war jetzt gerade wieder ein typisches warme 40.000 Problem. Dieser Kapitän hat gerade beschlossen, wir haben die Fregatte verloren, wir können das nicht gewinnen. Ich meine, gut, das ist relativ schwer, das Schiff zu töten, aber ja, wird ein Kapitän hingerichtet, gewinnen sie die Kontrolle über sein Schiff zurück. Doch bis zum Ende der jeweiligen Schlacht wird es mit einem Abzug belegt und es besteht eine Chance, dass es zu kritischen Schäden nimmt. Ja, nee, das ist aber jetzt trotzdem... Setting course. Au. Ich glaube, wir machen mal dieses hier. Activating tactical cogitators. Festhalten, ja. Panzerung um 20% erhöhen, weil der so lange hier auf uns ballert. At your command. Und um da ein bisschen vorzubeugen. Engaging. So, weitermachen hier. So. Ja, um das vorzubeugen sozusagen werden wir mal zusehen, dass wir Ship ready. lange mehr Panzerung haben. Das gibt nämlich auch weniger Schaden. Awaiting orders. Nee. Understood. Und jetzt haben wir gleich ein Problem, glaube ich, weil wir haben unser eigenes Schiff. Nein, noch nicht. Gut. Awaiting orders. Piu, piu. Jo. Your orders? Darfinasa, aber da können wir eigentlich auch sagen, hier mal Brace for festhalten impact. und sozusagen vorbereiten auf Einschlag und dementsprechend... The enemy ship has activated its warp engines and is attempting to disengage. I have a strike team of Navy armsmen ready to sabotage the enemy's warp engines. We must act quickly and use the ship's teleportarium to launch the attack. Yes, Admiral. Schlag und... Fool! Your faith in the Emperor is as false as your courage! Silence this heresy. Fire all weapons. Your orders? Mag uns nicht. Meiner Blitzschlag? Ja. Ja, nochmal. Schlag gescheitert. Schade. Aber egal. Enemy Wir vessel. müssten eigentlich dann Bunt und Wind schießen, denke ich mal. We should keep our distance from the enemy ship, sir. It will soon explode. Okay. Activating tactical cogitators. Ei. To all ships, you fought with valor this day and proven yourselves worthy of the Imperial Navy. Jo. Damit haben wir dann Set course to unsere... leave the system. I must report our victory to Lord Admiral Ravensburg. unsere erste halbwegs sinnvolle Mission gewonnen, sag ich mal. Wir haben sie sogar gewonnen, wir sind nicht geflohen. Wenn das nichts ist. So. Ja, und unser Linienschiff ist, also unser Eskortschiff ist, anti da, sag ich mal ganz spontan. Gut, wieder eine Schlacht gewonnen. Muhaha. Jo. You've exceeded my expectations, Admiral. However, other seditious forces are making themselves known in the Gothic sector. I would like you to meet Fabricator Cambrius. He is in charge of the Adeptus Mechanicus shipyards at Port Moore. Admiral, you and your fleet can repair and upgrade your vessels at Port Moore. By the Omnisire, my tech priests stand ready to assist you. Your current rank allows you access to the most common classes of vessel. As you grow in renown throughout the Gothic sector, larger classifications of ships will become available. Follow me, Admiral Spire. I wish to show you the sacred shipyards of Port Moore. Gegebenheiten. Jo, gut. Aber ich würde sagen, das soll es für dieses Mal erstmal gewesen sein. Als erster Einblick reicht das ja und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.